Er steht für Ruhm, Macht und Ehre. Doch wo er herkommt, ist das Rampenlicht weit weg. Hier rattern die Webstühle fast wie vor 100 Jahren. Alles dreht sich um die Rollen aus Kokosgarn, aus denen die Läufer für Präsidenten, Päpste und Promis gemacht werden. Der rote Teppich. Seit jeher ein Renner und der ganze Stolz des Chefs. Ich freue mich dann immer, wenn die Prominenz auch darüber schreitet. Das ist doch immer eine schöne Sache, wenn Sie dann dafür gerade stehen können, dass hier was Ordentliches, was Umweltfreundliches auf dem Boden liegt, wo man drüber läuft. Es sind diese roten Teppiche, die von der Bundesregierung für Staatsbesuche bestellt werden. Aus Eisenschmidt, einem kleinen Dorf in der Eifel. Der Rohstoff für den roten Teppich kommt gepresst in großen Ballen und hat einen langen Weg hinter sich. Erik Ehlen arbeitet seit 30 Jahren in der Kokosweberei. Als Färber bekommt er das Garn zuerst in die Hände. Es wird aus den Fasern der Kokosnuss gewonnen, ist von Hand gesponnen und gezwirnt in Indien. Das ist ein reines Naturprodukt, ein nachwachsender Rohstoff, so wie der liebe Gott keinen anderen geschaffen hat, mit diesen positiven Eigenschaften. Das ist von Natur her schwer entflammbar schon mal. Es ist fäulnisbeständig, also es ist absolut unempfindlich gegen Nässe und Feuchtigkeit. Es ist antibakteriell, es ist antistatisch, es hat eine dämmende Wirkung, ebenso wie eine schalldämpfende Wirkung. Eigenschaften, die Kokos perfekt machen als Fußbodenbelag. Für den roten Teppich wird das naturbelassene Garn zunächst eingefärbt. Dafür bringt Erik Ehlen das Wasser in einem riesigen Becken zum Kochen. Dann wuchtet er die schweren Ballen auf den Rand des Beckens. Jeden Tag mehrfach. Da kommt einiges zusammen. Allein diese Ballen wiegen 150 Kilo. Wir sind hier bei einer Höhe von 1,30 Meter vielleicht. Jeden Tag mache ich ungefähr 600 Kilo. Das heißt also, die vierfache Menge muss ich jeden Tag auf jeden Fall heben. Dann hier rausheben, schleudern, aufhängen. Das sind also jeden Tag so 1500 Kilo. Die Farbe für den roten Teppich ist eine Mischung aus natürlichen Pigmenten, wie sie auch in der Textilbranche verwendet werden. Die genaue Rezeptur ein Staatsgeheimnis. Die Abläufe seit Jahrzehnten unverändert. Gründlich umrühren. Dann geht's los. Wenn die Farbe drin ist, wird die Farbe mit aufgekocht. Dann kommt das Garn in Form von einem Ballen rein. Anschließend wird das mit dem Garn auch nochmal aufgekocht und wird dann praktisch mechanisch mit Stöcken runtergedrückt, bis das es sich vollgesaugt hat. Und dann bleibt das über Nacht bis morgen früh unten. Innerhalb von Sekunden nimmt das Garn die Farbe an. Es dampft und brodelt wie in einer Hexenküche. Sieht giftig aus, ist aber umweltfreundlich. Darauf legen sie hier großen Wert. Dadurch, dass wir auch hier nicht mit chemischen Keulen dran gehen, sage ich jetzt mal, sondern auch da beim Naturbelassenen bleiben, wie auch in der Bekleidungsindustrie, müssen wir in Kauf nehmen, dass eine Lichtechtheit nur durchschnittliche Werte aufzeigt. Also bei einer Skala von 1 bis 7, wie diese Bewertungskriterien sind, liegen wir in Richtung 3, mehr nach 4 wie nach 3, je nach Färbung. Nachschub für den roten Teppich. Georg Fritzsche und sein Sohn Alexander überwachen das Abladen der weitgereisten Fracht. Das kommt aus Indien, aus Kerala.
wird dann Cochin verladen im Seekontainer, kommt dann nach Antwerpen in aller Regel und dann auf dem Kippchassis nach hier. So eine Containerladung, 40 Fuß Container, sollte so knapp einen Monat reichen, also zwischen 3 und 4 Wochen. Außer roten Teppichen werden daraus auch Fußmatten und andere Läufer gemacht. Der Chef hat mit 20 hier angefangen und leitet den Betrieb in 3. Generation. Gegründet wurde die Kokosweberei von seinem Großvater August Scheer. Der ließ sich 1938 in Eisenschmidt nieder und machte das kleine Dorf in der strukturschwachen Eifel zu einem florierenden Industriestandort. In den 50er Jahren hatte die Firma bis zu 150 Mitarbeiter. Heute sind es noch 18. Die roten Läufer wurden hier von Anfang an produziert und kommen bei Staatsbesuchen zum Einsatz. Es ist kein Teppichboden. Das hier ist die Läuferware, wo die Formationen, Heeresmusikchor steht an der Seite und dann die Präsidentschaft schreitet die Front ab oder beim Präsidialamt Trepp rauf, Trepp runter. Das sind diese typischen Effekte vom Papst bis zur Queen und von Präsident bis zum Fußballstar. Früher galt Fußbodenbelag aus Kokos als Arme-Leute-Teppich. Heute sind die Läufer aus Eisenschmidt schon fast ein Luxusprodukt. Und das Geschäft läuft. Die Teppiche sind gefragt. Sie liegen auch in Museen, Kirchen und in Palästen auf der ganzen Welt. Am nächsten Morgen in der Färberei. Der Nebel hat sich gelichtet. Das Garn wird ein letztes Mal gespült. Früher wurde das Abwasser direkt in den Bach hinter dem Haus geleitet. Heute geht es in die Kanalisation. Das Kokosgarn hat die Farbe gut angenommen und ist nun komplett durchgefärbt. Von Hand fischt Erik Ehlen die tropfnassen Bündel aus dem Becken. Das macht er schon seit Jahrzehnten so. Anschließend kommt das Garn in eine riesige Zentrifuge und wird geschleudert. Wieder nimmt er jeden Strang einzeln in die Hand, eine Arbeit, die sich täglich mehrfach wiederholt. Neben Rot werden hier auch andere Farben gefärbt, wie Schwarz, Grün, Blau, Gelb, Orange oder Braun. Das fertige Garn wird direkt weiterverarbeitet und nicht gelagert. Doch erstmal muss es trocken werden. Rund 8 Minuten läuft die Schleuder, doch das Garn ist anschließend immer noch zu feucht. Also wieder raus aus der Trommel, rauf auf den Wagen und ab zum nächsten Arbeitsgang. Das Garn wird in der Weberei erwartet, doch bevor es verarbeitet werden kann, muss es komplett durchgetrocknet sein. Die Stränge kommen auf Holzstangen, dann in einen großen, begehbaren Ofen. Dass daraus mal ein roter Teppich wird für Politiker, Päpste oder Promis, das spielt für Erik Ehlen im Alltag keine Rolle. Mir macht es einfach Spaß, mit den ganzen Naturmaterialien zu arbeiten. Das ist einfach was Besonderes. Und vor allen Dingen, ich bin kein Mensch, der irgendwie sitzen kann oder so. Ich muss wirklich was zu tun haben. 4 Stunden lang muss das Garn bei 80 Grad im Ofen trocknen. Bis daraus ein Läufer wird, ist es noch ein langer Weg. Noch warm kommt das Garn auf eine Karre. Nachschub für die Spulerinnen, die es aufwickeln.
Dafür legt Christina Schmitz die Bündel auf große Spindeln und schneidet die Bänder auf, die sie zusammenhalten. Jeder Strang ist so lang, dass er genau auf eine Spule passt. Den Faden knotet sie an. Den Rest erledigt die Maschine. Täglich wickelt Christina Schmitz so eine ganze Menge Garn auf. Wenn es hochkommt, 2,5 bis 3 Karren. Wenn es ganz gut läuft, auch mal 4. Wenn es gut läuft, das heißt, wenn der Faden nicht reißt, ein Problem, das bei dem groben Garn öfter auftritt. Diese Rolle ist fehlerfrei durchgelaufen und bereit für den Webstuhl. Alexander Nargowitsch ist einer von 4 Webern, die das Handwerk hier in Eisenschmidt gelernt haben. Für den roten Teppich wurde der Webstuhl komplett abgeräumt. Die Spulgestelle aus Holz müssen neu bestückt werden. Insgesamt werden 600 Rollen, also 600 Fäden, benötigt für einen 2 Meter breiten Teppich. Beim Aufstecken helfen alle mit und reichen dem Weber neben großen Rollen auch immer wieder kleinere, dünnere an, die er verteilt aufsteckt. Der Grund dafür: wären alle Rollen gleich dick, würden sie während des Webprozesses gleichzeitig leer laufen und die Person, die die Rollen nachlegt, käme nicht hinterher. Benjamin Küppers achtet beim Bestücken des Spulgestells auf noch etwas. Da es ab und zu auch mal Farbunterschiede im Garn gibt, muss man das verteilt aufstecken, damit sich nicht am Ende ein heller Faden im Teppich abzeichnet oder so. Dass das homogen am Ende ist, das Farbbild vom Teppich. Anschließend müssen alle Fäden durch kleine Metallringe gezogen werden. Es sind insgesamt 600 Ösen, genauso viele wie Garnrollen. Jeder Faden wird einzeln von Hand nach vorne gezogen und von außen nach innen durch die Ösen gefädelt. In mühsamer Handarbeit. Man muss wissen, das ist ein handgesponnenes Garn, was seine Unregelmäßigkeiten hat. Das ist der typische Charakter von diesem Material. Man kann es heute schon auch maschinengesponnen bekommen. Ich sage immer, das ist Vergewaltigung von diesem Naturmaterial. Da werden Sie einfach nicht umhin kommen, hier viel Handarbeit und die Mechanik auch beizubehalten. Viel Handarbeit steckt auch im nächsten Arbeitsschritt. Bevor es mit dem Weben losgehen kann, muss Reinhold Körner einen Teil des Garns noch einmal umspulen auf kleinere Hülsen, sogenannte Kopse. Das Ergebnis sind Schlauchkopse, die innen hohl sind. Also ich mache hier aus den Rollen, die hier auf die Maschine kommen, auf die Kopsmaschine, hier die Kopsen. Die nennt ja Kops. Und die kommen dann bei den Weber in die Schiffscher rein. Und bei den Weber schießt das ja hin und her. Und das sind die Röllscher dafür. Diese Röllchen bilden später den Schussfaden, der gemeinsam mit dem Kettfaden das Gewebe entstehen lässt. Da Kokos von Natur aus ein eher raues Material ist, läuft das Garn über einen Klotz aus grauem Wachs, der es etwas geschmeidiger macht. Der Klotz muss dabei immer wieder gewendet werden. Der Webstuhl ist inzwischen bestückt und Alexander Nargowitsch hat angefangen, die Fäden in der richtigen Reihenfolge durch den sogenannten Kamm zu ziehen.
600 Fäden müssen hier durch. Eine Arbeit, die viel Geduld erfordert und bei der man nicht den Faden verlieren darf. Georg Fritzsche will wissen, wie es läuft und erklärt, was als nächstes passiert. Dann geht es gleich danach weiter, wenn er diese ganze Palette durch hat, in die sogenannten Weblitzen, die wieder an unterschiedlichen Führungsschäften angebracht sind, um eine Steuerung zu erzeugen, nämlich Fäden oben, Fäden unten, weil wir ja mit der sogenannten Schützenwebmaschine hier arbeiten. Es werden diese Schiffchen dann von links und rechts durchgeführt per Schlag und dadurch entsteht dann ein gewisses Muster. Eine etwas veraltete Technik, aber solange sie gewinnbringend ist, rechtfertigt das die Produktionsbedingungen. Die Litzen gehören zu den wichtigsten Komponenten des Webprozesses. Sie erzeugen später das für den roten Teppich typische Fischgratmuster. Bei 600 Fäden müssen die Weber gut aufpassen, dass sie nicht den Überblick verlieren. Das war jetzt, irgendwas ist schief gelaufen. Jetzt muss er noch mal den richtigen Anfang finden. Aber solange es nur ein paar Stränge sind, geht's noch. Wenn es jetzt die halbe Stuhl gewesen wäre, dann wäre ärgerlich gewesen. Jeder noch so kleine Fehler würde später beim Weben das Muster zunichte machen. Doch zum Glück ist die Ordnung im Fadenwirrwarr schnell wiederhergestellt. Jetzt würde ich noch sagen, etwa 1 bis 1,5 Stunden. Ne? Also bis zu 2 Stunden auf jeden Fall. Wenn alle 600 Fäden ihren Platz gefunden haben, knotet der Weber sie bündelweise an das Ende des Teppichs, der zuvor auf dem Webstuhl lag. Das hilft dabei, die Fäden für den neuen Teppich auf Spannung zu bringen. Der Teil mit dem bunten Muster wird später abgeschnitten. Mit dem Wechsel von bunt auf rot ändert sich auch das Webmuster. Das ist auf einer Lochkarte gespeichert, die Meister Viktor Schabarow in seinem Büro aufbewahrt. Hier lagern Hunderte von Lochkarten. Sie waren bis in die 70er Jahre keine Seltenheit, bevor es moderne Computer gab. In Eisenschmidt ist man dem Datenträger aus stabilem Karton treu geblieben. Das Ergebnis dieser traditionellen Technologie zu sehen, ist für Viktor Schabarow immer etwas Besonderes. Wenn ich gucke im Fernseher, das bin ich stolz, ja, das haben wir gemacht. Ja. Der rote Teppich aus Eisenschmidt wird mit einem klassischen Fischgratmuster gewebt. Die Lochkarte steuert die Bewegung der Schäfte und der Weblitzen und sorgt so für das Muster. Viktor Schabarow legt die Pappkarte auf die Walze und verknotet die Fäden. Die losen Enden vernäht er dann mit einer Nähnadel. Technologie der 50er Jahre, die sich bis heute erhalten hat. Anschließend schraubt er alles wieder fest und nach ein paar Tests kann es losgehen. Eine kleine Endkontrolle noch
Dann ist Viktor Schabarow zufrieden. Alexander Nagovic prüft, ob die Lochkarte rund läuft. Dann geht's endlich mit dem Weben los. Er befüllt die Schiffchen mit den Kopsen, also den dünneren Rollen, die den Schussfaden bilden. Den Anfang des Fadens zieht er innen aus dem Hohlraum heraus und mit einem Haken durch den vorderen Teil des Schiffchens. Das Schiffchen kommt dann in den Schützenkasten der Webmaschine. Die Weblade bewegt sich vor und zurück und drückt den Schussfaden nach vorn, wo das Muster sichtbar wird. Zeit für eine erste Kontrolle. Stimmt das Muster? Laufen alle Fäden so, wie sie sollen? Alexander Nagovic ist zufrieden. Wieder wird ein frisch befülltes Schiffchen eingesetzt. Überstehende Fäden werden abgeschnitten. Nach ein paar Metern wird der angeknotete Übergang zum alten Teppich sichtbar. Immer wieder wirft der Weber einen prüfenden Blick auf die Rolle hinter ihm. Sobald der rote Teppich hinten angekommen ist, kann er ihn abschneiden und neu aufwickeln. Der Übergang zwischen zwei Teppichmustern hält den Betrieb immer etwas auf, aber nur an diesem Webstuhl können 2 Meter breite Läufer gewebt werden. Daher gehört der Wechsel zum Arbeitsalltag. Hier laufen alle Fäden zusammen. Das Prinzip des Webens ist schon viele tausend Jahre alt. Garn, das aus verschiedenen Richtungen kommt, wird miteinander verwebt. Schuss- und Kettfaden kreuzen sich dabei rechtwinklig. Nach diesem Prinzip entstehen alle gewebten Textilien, ob aus Baumwolle, Leinen oder eben Kokos. Immer wieder hält der Webstuhl an. Der Weber muss die Schiffchen nachladen, neu einsetzen, die Übergänge verweben und immer wieder abschneiden. Mit dem Fußschalter setzt er die Maschine in Gang. Der Hammerschlag treibt das Schiffchen an. Die Lochkarte steuert das Auf und Ab der Schäfte. Immer wieder muss er die Maschine anhalten, um einen gerissenen Faden zu suchen. Eine zeitaufwendige Arbeit ist das Anflechten von Hand, eine Kunst, die hier alle im Schlaf beherrschen. Man muss sich vorstellen, wenn das von Hand gesponnen und gezwirnt wird auch noch, dass dadurch oft das Material reißt, Bruchstellen entstehen. Und dadurch sind wir halt gezwungen, dass hier an jeder Maschine auch ein Mensch dran steht und wir nicht automatisieren können, wie es sonst in Tuch oder anderen Webereibereichen möglich ist. Ja, also wir bleiben hier noch dem Handwerk treu und der Handarbeit, die hier sehr vielfältig ist. Bis zu 100 Meter schafft ein Weber pro Tag, wenn das Garn nicht allzu oft reißt. Zwischen den Spulgestellen ist Irrreich. Birgit Finger sorgt für Nachschub bei den Kettfäden. Auch hier geht nichts ohne Handarbeit.
Sie verhindert, dass die Spulgestelle leer laufen und knotet frische Garnrollen an. Früher nannte man diese Helferinnen auch Fadenmädchen. Um das Garn zu verlängern, muss sie die Fäden aneinander flechten. Zum Schluss wickelt sie das Garn auf die neue Rolle. Das alles geschieht im laufenden Betrieb, während der Webstuhl weiterrattert. Dann kommt die Rolle zurück an Ort und Stelle. Nach 4 Stunden ist es soweit. Der Teppich ist auf Länge. Doch abgeschnitten werden kann er noch nicht. Erst beginnt ein neues Muster. Diesmal rot mit schwarzem Schuss. Für einen Läufer, der auf dem Boden eines Museums in Prag liegen wird. Sobald das neue Muster hinten auf dem Aufwickelgestell angekommen ist, kann der rote Teppich abgeschnitten werden. Danach geht's in die hauseigene Näherei, wo der Läufer eingefasst und auf Fehler kontrolliert wird. Neben roten Teppichen stellt die Kokosweberei von Georg Fritzsche auch Läufer mit anderen Mustern her. Jeden Tag werden hier viele Meter geputzt. Da steht noch eine und die rote und die nächste kommt gleich vom Webstuhl. Also für heute reicht es auf jeden Fall. So. Georg Fritzsches Sohn Alexander holt die Rolle aus der Webhalle und zieht sie in den ersten Stock, wo sich die Näherei befindet. Hier wird jeder Zentimeter gründlich geputzt. Den strengen Augen von Emma Schabarow entgeht nichts. Sie arbeitet schon seit 30 Jahren in der Kokosweberei und rückt den Teppichen mit einer Art Häkelnadel zu Leibe. Ich muss kontrollieren Rollen und wenn Fehler kommen, dann muss ich das verbessern. Faden vernähen und Muster muss passen. Wer später über diesen Teppich schreiten wird, darüber denkt sie inzwischen nicht mehr nach. Doch mit der Prominenz hat sie schon so ihre Erfahrungen gemacht. Die rufen an und dann die brauchen auf einmal oder haben die vergessen, vielleicht bestellen und dann geht das los. Aber wir haben schon alles geschafft bis jetzt. Hauptsache, es stehen keine Fäden über und das Muster ist fehlerfrei. Wenn alles tipptopp ist, werden die Enden noch eingefasst, damit der Teppich nicht aufribbelt. Dann ist die Rolle fertig zum Verladen. Wieder ist ein Auftrag erfüllt, auch wenn dieser rote Teppich nicht für die Bundesregierung ist. Also ich kann Ihnen so viel sagen, dass der nicht weit weggeht. Der bleibt in der Eifel. Da ist in einem alten Yachtschloss eine private, familiäre Veranstaltung. Und da wird dieser rote Teppich dann im Eingangsbereich Anwendung finden. Egal, für wen er ausgerollt wird. Ob für Promis, Päpste, Politgrößen oder Privatpersonen. Er ist ein Stück Kulturgut mit Tradition. Der rote Teppich aus Eisenschmidt in der Eifel. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.